Ich heiße Marco, studiere Elektro- und Informationstechnik an der Hochschule Karlsruhe mit dem Schwerpunkt Elektromobilität und autonome Systeme. Ich möchte euch in diesem Video von meinem Auslandspraxissemester in Kalifornien, USA berichten, was es mir gebracht hat, wem ich es empfehlen kann und worauf ihr achten müsst. Nach dem Abitur 2016 habe ich entschieden, eine Berufsausbildung zum Elektroniker für Automatisierungstechnik abzulegen. Während der Ausbildung habe ich dann gemerkt, dass ich noch mehr möchte als nur die Ausbildung und habe mich dann für ein Studium hier an der Hochschule Karlsruhe entschieden für Elektrotechnik mit Spezialisierung auf E-Mobilität und autonome Systeme. Da habe ich im Wintersemester 1920 angefangen und schon relativ früh gemerkt, dass ich für mein Praxissemester ins Ausland möchte. Es gibt ja zwei Möglichkeiten, entweder man macht ein klassisches Auslandssemester an einer anderen Universität oder Hochschule im Ausland oder man nimmt das Praxissemester, wie ich das getan habe. Da wir im Studium eben ein Pflichtpraxissemester haben im 5. Semester, bietet sich das an, dieses Pflichtpraktikum im Ausland zu absolvieren. Weil ich gesehen habe, dass sich das relativ gut anbietet, da man im Ausland eben auch Geld verdient und dann nicht komplett auf eigene Tasche sich das Auslandssemester finanzieren muss. Im 3. Semester bin ich dann zu Professor Nenninger, der unser Auslandsbeauftragter der Fakultät ist. Dort haben wir versucht herauszufinden, was ein passendes Auslandssemester für mich ist. Während dem Studium ist natürlich auch die persönliche Entwicklung von Studierenden ein ganz zentraler Punkt. Und ich bin der festen Überzeugung, dass so ein Auslandssemester wahnsinnig dabei helfen kann. Und da machen Studierende auch immer Riesenschritte in ihrer persönlichen Entwicklung. Ich persönlich habe auch ein Auslandssemester während meinem Studium gemacht. Ich habe richtig davon profitiert und ich hätte gern, dass die Studierenden diese Möglichkeit auch haben. Und deswegen unterstütze ich die Studierenden da auch wirklich nach Kräften, entweder an Universitäten oder aber auch in Firmen im Ausland zu gehen und diese Erfahrung zu machen. Mein Praxissemester habe ich in der Firma Movitherm gemacht. Diese sind in Irvine, Kalifornien. Das liegt ungefähr 1 Stunde südlich von Los Angeles mit dem Auto. Meine Aufgabe oder Position war im Engineering-Bereich bzw. Research and Development Department und dort habe ich hauptsächlich Python-Code geschrieben. Meine Projekte, welche ich dort gemacht habe, hatten sehr viel mit 3D-Kameras, Thermalkameras und Robotern zu tun. Da die Stelle sehr softwarebasiert war, also ich habe sehr viel selber coden müssen, konnte ich sehr viel, was ich in der Hochschule gelernt hatte, auf den Beruf auch anwenden, da wir eben in der Hochschule auch sehr viel Programmiersprachen etc. lernen. Vorteile, welche ich jetzt aus dem Praxissemester rausziehe, sind auf jeden Fall, dass die Sprachkenntnisse deutlich besser geworden sind. Meine Coding-Skills, generell mein Fachwissen hat sich deutlich vergrößert jetzt durch das Praktikum. Außerdem sieht ein Auslandspraktikum auch immer sehr gut aus im Lebenslauf. Ich selbst konnte die Praktikumsstelle sehr gut als Eintritt in die Vision-Branche nutzen oder zur Deutsch-Bildverarbeitungsbranche. Durch das Praktikum habe ich jetzt auch Connections zu einer Firma in der gleichen Branche in Karlsruhe gefunden, bei der ich meine Bachelor-Thesis absolvieren kann. So, ein Auslandspraktika ist natürlich auch immer sehr gut, was die Selbstorganisation angeht. Allein das Visa zu bekommen, ist ein wahnsinnig aufwendiger Akt. Was man in einem Auslandspraxissemester extrem lernt, ist zum Beispiel lösungsorientiertes Arbeiten. Für jede Situation, die aufkommt, muss eine Lösung gefunden werden. Und oft ist die offensichtlichste Lösung nicht die beste Lösung. Beispielsweise musste ich einen Weg finden, in den Staaten von A nach B zu kommen, da ich dort kein Auto permanent zur Verfügung hatte. Ich benutze dann eine Mischung aus einem E-Scooter und dem Bussystem dort. Das Bussystem im Orange County ist allerdings sehr ausbaufähig. Außerdem übernimmt man immer eine sehr große Eigenverantwortung, da man für sein Tun und Lassen natürlich im Ausland selbst verantwortlich ist und man auch schauen muss, dass das mit den Steuern alles läuft. Zum Beispiel, ich musste jetzt im Anschluss auch noch meine Steuererklärung schreiben, um kein Einreiseverbot zu bekommen für die nächsten Jahre. Eine Kultur in einem anderen Land lernt man natürlich viel besser kennen, wenn man dort mit verschiedenen Locals in Verbindung steht. Mit Arbeitskollegen, mit Freunden, die man dort kennenlernt und so weiter. Nur die können einem dann wirklich die Highlights zeigen, die kulturellen Highlights, wo die besten Restaurants sind, wo die schönsten Strände sind. Ich würde empfehlen, mindestens 6 Monate vor Praktikumsbeginn mit dem Visa-Antrag zu starten, um alle Fristen zeitgerecht einhalten zu können. Zusammenfassend kann ich für mich sagen, dass es eine sehr gute Erfahrung war und ich kann jedem nur empfehlen, auch eine solche Erfahrung zu sammeln. Und wenn ihr noch mehr solche Berichte wollt, dann abonniert doch gerne den Kanal.